Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Ja, das letzte YouTube-Video hat euch gut gefallen. Da haben wir euch die neue Panigale V2S vorgestellt. Und ja, wir haben innerhalb von 4 Tagen, ich glaube 2.000 oder 2.500, 3.000 Aufrufe gehabt. Das ist ziemlich viel dafür, dass ich nur 3 Follower hatte. Und von 3 Followern auf YouTube auf rund 40, 45 in 4 Tagen. Ich bin richtig stolz auf euch, aber das kriegt ihr besser hin. Also falls ihr das Video jetzt seht und sagt, ich möchte noch ein paar mehr von den Videos sehen, dann folgt uns auf jeden Fall mal. Wir nehmen euch jetzt mit auf die Fahrt. Hier mit der neuen Panigale V2S. Ich werde ein bisschen den Ruppert filmen. Da seht ihr das Motorrad nämlich auch mal in Bewegung und wir werden auch mal einschätzen können, wie sich das Fahrzeug auf der Landstraße bewegt, weil bis jetzt gibt es, glaube ich, nur Videos auf der Rennstrecke. Ne? Ja, von Ducati, von der Rennstrecke, vom Testen, genau. Was ist das eigentlich für ein geiler Wagen? Das ist ein Fendt 275S mit Allrad. Okay, der fährt wahrscheinlich ein bisschen langsamer als wir, aber genau. Wir haben schon überlegt, machen wir das vor dem Laden, das Video, aber ich habe gesagt, nee, das ist so authentisch, das gehört einfach dazu. Ich meine, das ist ja das Nachbargrundstück. Ja. Genau, ihr seid ja hier mitten auf dem Land, ne? Sozusagen perfekt. Genau, ich schmeiß mich jetzt in Schale, weil so kann ich natürlich nicht fahren, in Jogginghose, und wünsche euch viel Spaß in dem Video. Komm mal vorbei. Boah, die hört sich schon geil an, ne? Ist anders. Was macht der denn? Ey, der fährt sich wie ein Fahrrad, ne? Das ja, ist so leicht. Also Alter. Von deiner V2, also wenn man von der V2 auf deine umsteigt, ist anders einfach. Aber das ist eigentlich für Fahranfänger perfekt. Ich finde, das Geilste ist eigentlich, dass du eine Tankanzeige hast. Ja, das ist schon sehr angenehm. So, wo müssen wir hin? Rechts, genau, und dann kommen wir durch die Demonstration. Macht schon Spaß, gell? Also die hat schon auch ein bisschen Druck. Ja, unten geht die richtig gut. Ich bin sehr positiv überrascht von dem Motorrad, muss ich sagen, aber ich fand es auch irgendwie voll crazy, dass ich sie gekauft habe, bevor ich sie gefahren bin. Aber zumindest bereust du es auf jeden Fall, die kaufen. Das ist das Allerwichtigste. Also schaut schon auch schon richtig schick aus. Vielleicht sollten wir noch erwähnen, für die, die hier gerade zuschauen, das Motorrad, wenn es eingefahren wird, bei 6000, also bis 6000 kannst du fahren und dann wird es orange, ne? Genau, dann kommt der Schaltblitz, die Anzeige, dass man schalten soll. Ja, aber ab 6000 Umdrehungen, ne? Genau, ab 6000, dann wird die ganze Anzeige orange. Ja, ist das. Ja, ich bin schon im Sportmodus, okay, verstehe. Bist du Modus wechseln? Nee, ich habe gerade nur nicht gecheckt, wo das ist, aber dafür gibt es eine eigene Taste. Das ist ja bei der, muss ich das ja in der Mitte gedrückt halten. Genau, und oben gibt es einen Mode. Das ist ein komplett anderes, ne? Das ist genau anders, ja. Okay. Oh nein, schau mal! Das ist ein Hundebeiwagen! Wie geil! Boah, ich hoffe, das ist gut auf der Kamera drauf. Das ist ja genial.
Wir haben jetzt ein bisschen Probefahrten gemacht, wir haben ein bisschen hin und her getauscht, wie ihr gerade gesehen habt in dem Video. Und ich wollte euch jetzt ein kleines Fazit geben und mich würde jetzt mal für dich oder von dir interessieren, Rupert, Fahrspaß, Fahrleistung und Handling. Also von 1 bis 10, wie viel Fahrspaß hat dir dieses Motorrad gemacht? Also Panigale V2, die neue, ist Fahrspaß definitiv, sage ich mal, mindestens 8 oder 9. Jetzt auch im Vergleich zu deiner jetzt, also zu der alten V2, würde ich sagen, sie ist straßentauglicher, weil das Drehmoment ja schon sehr, sehr früh ansteht. Dadurch auch bin ich früher in dem Leistungsbereich drin. Dadurch habe ich jetzt auf der Straße den, sage ich jetzt mal, mehr Spaß. Und eben, es kommt immer darauf an, wofür man es einsetzt. Aber jetzt, wenn es Richtung Rennstrecke geht, würde ich tendenziell eher zur alten V2 gehen, wegen der Mehrleistung in den höheren Drehzahlbereichen. Aber jetzt vom Fahrspaß her, eine echt tolle Maschine. Leistung? Leistung, die 120 PS lassen sich sehr gut dosieren. Also definitiv auch was für Anfänger und für den Straßenverkehr mehr als genügend. Und Fahrbarkeit? Was hast du auf der Landstraße? Also blöder Vergleich, aber lässt sich fahren wie ein Fahrrad. Also ja, schon, oder? Man hat das Gefühl, leicht, ne? man hat ja, wirklich ein Fahrrad zwischen den Beinen. Die lässt sich so gut manövrieren. Auch ein deutlich größerer Lenkwinkel als bei der Panigale V2. Hast du ja auch gemerkt, wo wir umgedreht haben. Das ist definitiv für mich ein Vorteil, zumindest für die Straße. Also sie ist wendiger, sie ist leichter, der Motor hat ein bisschen tieferen Schwerpunkt. Also eben gerade auch für Anfänger leichter zum Handeln. Lässt sich super gut bewegen. Also auf jeden Fall 10 von 10. Wie ist es bei dir? Fahrspaß. Fangen wir mit Fahrspaß an. Ja, die machen eigentlich beide Spaß. Machen beide Spaß. Also ich finde, die kann man ein bisschen so bezeichnen, die ist ein bisschen ungestümer. Also sage ich mal, ein bisschen ruppiger. Der Motor ist durch die Desmotronik vielleicht auch ja, ein bisschen emotionaler. Sagen wir emotionaler. Hört sich gut an. Hat natürlich auch ein bisschen lauter, ein bisschen ruppiger. Auch wenn man runterschaltet, die knallt ein bisschen mehr. Also wirklich vom Fahrspaß mindestens dasselbe Level. Ja. Leistung ist eigentlich fast nicht vergleichbar, weil ich finde, in den unteren Drehzahlen macht die auf der Landstraße mehr Spaß. Ja, da kommt definitiv. untenrum mehr. Aber wenn man natürlich jetzt auf der Rennstrecke unterwegs ist, bist du wahrscheinlich bei der eher besser aufgehoben. Ne? Weil ich mich eben auf der Rennstrecke in den höheren Bereichen bewege. Und dadurch habe ich bei der natürlich dann die optimale Leistung. Da geht wahrscheinlich, also ich kann es jetzt noch nicht sagen, wir sind ja noch am Einfahren, also maximal 6000 Drehungen. Aber ich vermute jetzt mal so, wenn es ähnlich wie bei den Vorgängermodellen ist, bei den 937er Modellen, dass der obenrum natürlich irgendwo bei 120 PS geht ja dann irgendwo der Dampf aus. Aber ich glaube eben, dass das einzige Manko ist. Aber ansonsten deutlich für den Straßenverkehr sehr, sehr tauglich. Okay, jetzt haben wir die 2 Punkte durch. Sind wir noch bei einem Punkt offen. Fahrbarkeit und Handling bei dem Motorrad finde ich persönlich, dadurch, dass der Lenker weiter unten ist, unbequemer auf der Landstraße als die, muss ich ehrlich sagen. Ja. Also eigentlich auch nicht vergleichbar. Wie siehst du das? Ja, ähnlich. Also wie gesagt, durch das, dass bei der die Lenkerstummel weiter hier oben sind, ist die ja mehr auf Touring ausgelegt. Touring sage ich jetzt mal so, ein bisschen mehr auf eben auch auf, dass man halt längere Strecken fahren kann. Muss man natürlich sagen, dass die V2, die alte, auf andere Sachen ausgelegt ist. Natürlich mehr auf Rennstrecke, dadurch habe ich einen geringeren Lenkwinkel. Ja, kann man nicht vergleichen, aber lässt sich auch gut bewegen. Also für ein richtiges Superbike auf jeden Fall lässt sich gut bewegen. Wenn man es jetzt mal mit der Panigale V4 vergleicht, ist natürlich wieder eine andere Geschichte. Aber es ist immer schwierig, Panigale miteinander zu vergleichen, wenn man so ein bisschen gerade anfängt mit dem Thema. Finde ich, jede Ducati Panigale ist anders. Ne? Also die älteren Modelle erstmal. Sowieso. Aber es ist immer die Frage, womit vergleicht man das Motorrad? Also du kannst ja nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, aber wenn man anfängt, die Ducati Panigales miteinander zu vergleichen, finde ich, dass die alle auf ihre Weise gut sind. Jetzt würde mich mal interessieren, ich meine, das ist jetzt vergleichen wir Äpfel mit Birnen. Die Supersport ist ja quasi würdest du sagen, ist der Vorgänger von der? Ja, also dahin geht sie schon am meisten, auch von der Leistung her und auch von der Ausrichtung her. Sie ist aber sportlicher als die Supersport, so blöd wie es sich anhört, aber sie ist sportlicher als die Supersport. Also auch vom Motor her und auch von der Sitzposition her ist es noch, ja, es ist eine Mischung aus alter Panigale V2 und alter Supersport hin eben mit neuen Motor und anderem Sitzkomfort. Das Schöne ist bei dem Sitz, man hat sehr, sehr viel Platz. Finde ich jetzt bei der, ja, auch ein bisschen, also von der Länge her hat man hier mehr Platz. Von der Sitzbreite sind sie ziemlich gleich. Ja, aber wie gesagt, ich finde, der Tank fühlt sich anders an. Ich finde, der fühlt sich breiter an. Aber ist der auch breiter oder fühlt sich das für mich nur so an? Ich glaube, das fühlt sich nur so an. Aber also, auf jeden Fall ist der Sitz gefühlt höher als der. Ja, man sitzt höher auf der Maschine. Habe ich jetzt auch so den Eindruck und dadurch eben auch ein bisschen tourentauglicher.
Ich finde, die ist beherrschbarer für Anfänger. Also Ja. ich finde, das ist eigentlich das perfekte Bike für Fahranfänger, weil sie ist leicht, sie macht Spaß, sie ist auf der Landstraße, Spaß auf der Landstraße, sie ist bequem, sie ist nicht überfordernd und du bist nicht sofort im illegalen Drehzahlbereich oder Nein. illegalen Geschwindigkeiten, wenn du am Hahn drehst. Und Ne? sie lässt sich einfach gut kontrollieren und der Motor ist berechenbar. Ja. Also das ist jetzt nicht so, dass ich sage, irgendwann weist die mir unter Marsch weg, sondern der Motor ist berechenbar. Ich weiß, in welchen Lagen sie wie viel Leistung hat und das ist das Schöne bei der Maschine. Also definitiv für Anfänger voll Vorteil. Ja. Was würdest du sagen, wozu könnten wir das nächste Video machen? Das Video neigt sich jetzt hier dem Ende. Also wir könnten ja auch theoretisch mal mit den Motorrädern so ein paar andere Leute interviewen. Ich meine, es muss ja nicht mal nur um Ducati gehen, Nee. oder es muss ja auch nicht immer um diese 2 Modelle gehen. Es gibt ja ganz viele andere Modelle. Wir kennen auch noch genug andere Ducati-Fahrer. Wir können auch mal eine V4 machen, wir können eine Multistrada mal fahren, wir können eine lange Tour fahren. Ja. Wo würdest du dir wünschen? Wo geht der Kanal jetzt noch hin? Ich glaube, die nächste Richtung, was wir machen könnten, ist, dass wir die Street Fighter V2 mit der Panigale V2 vergleichen, weil im Endeffekt haben wir dann die Naked-Version mit der voll verkleideten Version. Ich glaube, das wäre noch ein guter Vergleich. Wenn man auch eben schaut, das ist dann wieder eine andere Sitzposition, dann habe ich keine Lenkerstumme, sondern habe einen durchgehenden Lenker wie bei einer Super Monster. Ich glaube, das wäre mal noch fürs nächste Video so meine Idee. Genau. Also wenn ihr die nächsten Videos nicht verpassen wollt, abonniert auf jeden Fall jetzt den Kanal. Schaut auch mal bei den Jungs und Mädels auf der Instagram-Seite vorbei oder auf der Website vorbei. Ich habe auf jeden Fall Bock, weiter Videos zu machen. Mir macht das Ganze Spaß. Ich hoffe, euch macht Spaß zum Zuschauen und ich hoffe, dir macht es auch Spaß. Ja, wird schon. Wird schon. Also schaltet ein beim nächsten Video. Oh, danke, dass ihr eingeschaltet habt und ja, viel Spaß. Viel Spaß vorbei.